Das ist die Xiaomi FIMI A3 Einsteiger-Videodrohne, die mit GPS-Sensor ausgestattet ist. Die Propeller werden einfach aufgesteckt und schon kann es losgehen. Vorne sitzt eine sehr gute Full-HD-Kamera, die von zwei Motoren stabilisiert wird, also Zwei-Achsen-Stabilisierung. Hinten ist ein auswechselbares Akku, der für ca. 20 Minuten Flugzeit reicht. Unten findet man den Einschaltknopf. Durch Kurzdrücken und dann lange auf dem Knopf halten geht die Drohne an. Die Fernsteuerung hat ein LCD-Display, der das Live-Video der Kamera anzeigt. Unten befinden sich zwei Funktionstasten und vorne zwei Rädchen, mit denen man die Neigung und die Helligkeit der Kamera einstellen kann. Einschalten erfolgt genauso wie bei der Drohne, kurz auf den Knopf drücken und lange festhalten. Auf dem Display findet man alle Funktionen und Einstellungen zu der Drohne und der Kamera. Werden die beiden Knüppel zur Mitte nach unten gedrückt, so startet die Drohne. Sie hebt es ab, wenn mindestens 8 Satelliten gefunden sind. Also sollte oben auf dem Display die grüne GPS-Schrift zu sehen sein. Die FIMI A3 ist sehr leicht zu fliegen. Sie bleibt schön auf einer Position stehen, wenn man die Steuerung nicht bewegt. Die FIMI A3 überträgt das Video live auf die Fernsteuerung über die normale 5,8 MHz Frequenz. Das ist die gleiche Frequenz, mit der man eine FPV-Racing-Drohne fliegt. Also kann man hier sogar die FPV-Brille nutzen und mit der Brille die Drohne fliegen. So eine FPV-Brille gibt es bereits ab 33 Euro. Ich bin sehr überrascht, dass man für 200 Euro so gute Videoqualität bekommt, die mit der DJI Spark zu vergleichen ist. Zwar hat DJI Spark bessere Software zum Fliegen, aber die FIMI A3 kostet nur die Hälfte. Und man benötigt nicht mal ein Handy zum Fliegen mit einem Live-Bild. Das Abheben und das Vorwärtsfliegen ist butterweich, perfekt für schöne HD-Videosequenzen. Das Schwenken nach links und nach rechts ist etwas ruckartig. Hier braucht man viel Feingefühl bei dem Knüppel an der linken Hand, bis der Schwenk weich wird. Das Schwenken der Kamera von 0 auf 90 Grad nach unten funktioniert gut, ist aber sehr schwer weich hinzubekommen. Die Helligkeit des Bildes kann man am rechten Drehrad per Zeigefinger jederzeit an die Umgebung anpassen. Das finde ich etwas schwer, hier zu erkennen, wie hell oder dunkel das Bild man einstellen muss, um gute Aufnahme zu bekommen. Die Videoaufnahme wird direkt auf eine SD-Karte in der Drohne gespeichert. Auf der Fernsteuerung wird auch eine Micro-SD-Karte benötigt, um damit zum Beispiel die Software zu aktualisieren oder das Video von der Drohne zur Vorschau auf die Fernsteuerung zu laden. Ich bin die FIMI A3 auch mit einer FPV-Brille geflogen. Hier habe ich eine TubiReach TR1 benutzt, die genauso gut ist wie eine Airshine EV800D. Die Brille hat großes LCD-Sichtfeld in 16:9 Seitenverhältnis und hat doppelten Empfänger, der die Signale der FIMI A3 empfangen kann, wie zum Beispiel den Kanal 1 5740 MHz. So bekommt man einen guten Eindruck, wie FPV-Fliegen funktioniert. Wer also nicht mehr als 200 Euro für eine Videodrohne ausgeben möchte, dem empfehle ich die Xiaomi FIMI A3. Wer etwas mehr Geld hat und mehr auf ein perfektes Video legt, sollte sich lieber die Xiaomi FIMI X8 SE ansehen, die eine 4K-Kamera hat und eine 3-Achsen motorgesteuerte Kamerastabilisierung. Die FIMI X8 SE ist klappbar und so sehr kompakt für unter 400 Euro, was deutlich weniger ist als eine DJI Air oder Mavic.